Dein Gegner ist hier. Wir haben 4 Linien. Die Linie, die Linie, die Linie und die Linie, wo er angreifen kann. Das heißt, und wenn du was machst, musst du nach Möglichkeiten alle Linien schützen. Das heißt, wenn du kommst, und die erste Linie, die ich prüfe, ist die. Und wenn du triffst und ich treffe auch, ist keine gute Lösung. Das wäre eine Scheißlösung. Genau. Und diese andere positioniert sich für eine Verteidigung. Boom. Boom. Genau. Und jetzt anders verstanden. Ich selbst. Denk, du hast einen Stein hier in der Hand. Den willst du ganz weit weg werfen. Wo ist sie? Schön da oben. Dann gehe ich zurück. Andere Faust. Profi, wo ist die Hand? Einfach nur mal das. Nicht zu nah dran. Ja. Nicht nah dran, sondern ein bisschen weiter weg die Hand. Da. Okay. Erklären wir später noch viel genauer, aber jetzt mal einfach nur mal, wir sind noch beim Aufwärmen. Einmal, ich gehe zurück, zweimal. Einfach nur, damit ihr eure Hände immer oben habt, ne? Und nicht irgendwo zwischendurch fallen lassen tun. Die andere Seite. Die andere Seite. Ja, nochmal, wir fangen nochmal an. 1, der Schritt vor. Genau, und du kommst hier hin. So. Mit dem Schritt. Mit dem Bein. Kleiner Schritt. Mit dem Schritt. So wie wir gemacht haben eben. War drin? Mehr drin noch. Das Problem ist das. ¿Qué hago eso? Nicht so viel, aber ein bisschen macht ihr das. Bis hier, bumm, sofort. Bam. Ja. Genau, aber. In dem Moment kann kommen. Es ist nur eine Erinnerung, aber man muss denken, wenn das Ding wirklich. Claro, yo te entro. Ahí ya te he dado. Claro, ¿por Porque qué? yo hago esto Porque he hecho esto. Vale, y no me di cuenta. Vale, y yo hago entonces esto. Muss auch für die frei sein. Ne? Du musst genauso für die frei sein wie für die. Ich fange bei der an. Aber es kann genauso eine gerade kommen. Und wenn du gerade gehst, das ist das Problem. Wenn du triffst, ist nicht das Problem. Das Problem ist, du bist hier, genau du, bumm, kann sein, merkst du, guck mal, da ist das Ding drin. Ja. Felix bei der ersten Privatstunde hält die Hand immer hier. Das ist der Felix, nicht die Hand hier. Dann bist du entweder hier geschützt oder da geschützt. Er glaubt mir das nicht. Warum? Weil er jetzt so lang, dann hält er die meisten hält er ja auf Distanz. Wenn er die Hand so ein bisschen hält, kommt die andere nicht richtig an. Geh raus, mach Bong, Nase. Und ich sag, scheiße, erste Privatstunde, ich hab schon die Nase blutig gehauen, da kommt nie mehr. Aber doch, jetzt Aber hat das weggesteckt? Ja, das weggesteckt. Aber ich habe schon gedacht, es ist vorbei. Das ist passiert. Weil du erzählst das einem, wenn du ihn nicht triffst, denkt er sich, naja, ich glaube das nicht so. Man merkt es an der ganzen Körpersprache, nicht, dass er sagt, aber der ganze Körpersprache sagt, Bong. Du, darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Und mich interessiert nicht ein Hin und Her. Deswegen versuche ich nachzubewegen, herzustellen, wo es funktioniert, ohne dass du groß darüber nachdenken musst. Das heißt, wenn wir in unserer Ausgangsposition stehen, mache ich meistens nie einen Jab als Anfangs, weil wenn ich hier bin und im Kampf einen Jab mache, der andere auch einen Jab machen kann. Mache ich nicht. Nee, Boxen hast du Handschuhe an, hast mehr Deckung, sowas, aber auf der Straße das zu machen, bumm. Nicht so eine gute Idee. Deswegen ist meine Bewegung einfach zuerst, ich katapultiere mich aus der Halbrotation nach vorne. Dadurch ist mein Kopf raus. Aus der Linie, wo er schlagen würde.
man kann es auch in vielen anderen Sachen anwenden, weil wenn ich für Frauen das Training mache, würde ich das anders gestalten als für Männer. Wir sind jetzt in der Wing-Fight-Stunde, in keiner im Frauen-Selbstverteidigungskurs. Da würde ich das anders angehen. Aber momentan, also das heißt, wenn eine Gerade von ihm kommt, was macht mein Kopf? Egal, ob die gerade kommt oder die. Durch den Schritt. Nicht, weil ich denke, dass ich den Kopf hin und her bewege. Weil mein eigener Schritt, bumm, mich rauszieht. Und jetzt muss ich diese Hand schützen. Ich muss diese Hand schützen. Die kommen könnte vielleicht. Trotzdem. Und die schütze ich mit der Faust. Wenn du mit dem Ding kommst, verstehst du? Mein Kopf ist raus, Ja. aber wenn die Faust kommt, kann es sein, dass die trotzdem ich diese Faust brauche. Die andere Faust jetzt. Die Faust. Achso. Verstehst du? Meine Faust schneidet diese Faust, die kommen könnte. Das heißt, ich gehe raus und das. Und dann muss ich. Ich sage immer, wir haben 4 Linien, wo du gefährdet bist. Wenn ich in meiner Position stehe, außen, außen da, innen da, innen da. Das heißt, diese Faust schützt diese Linie. Mein Schritt schützt diese Linie. Das heißt, diese Linie schütze ich womit? Außen, außen. Damit. Und womit schütze ich diese Linie? Indem ich reingehe. In den Schlag. Okay? Und das ist eure erste Idee. Das heißt, wir fangen irgendwo an, weil wir können ja nicht bei allen anfangen. Und das erste ist, wenn mein Partner eine Hand hinhält, wo mein Ziel wäre, aber seine Aufgabe ist zu prüfen, ob ich außen meine Hand richtig habe. So, und das ist die erste Bewegung. Bam. Jetzt gehst du zurück und dann mache ich den nächsten Schlag, hältst die Hand dahin als Bratze, bumm. Und prüfe ich, ob diese Hand richtig ist. Das ist die erste Übung. Und darauf bauen wir auf. Aber wenn die nicht falsch ist, wenn die falsch ist, ist es schwierig, was anzufangen. Weil hängt so viel daran, dass du dich auf die Rotation des Körpers einstellst. Das heißt, ich will nicht, das ist nicht meine Art zu kämpfen, das. Ich rotiere in den Gegner rein. Genau. Und diese Kraft kommt aus der Rotation, aus der Rotation, aus der Rotation. Und da drin schlage ich. Und dann mache ich Bam und Bam. Und mein Partner jetzt prüft. Ich stelle mir ein Dings hin, ne die, weil da ist mein Schlag und prüft das. Geht zurück, Schritt zurück, dann mache ich den nächsten Schlag, bumm. Und dann fangen wir weiter an. Dein Gegner ist hier. Wir haben 4 Linien. Die Linie, die Linie, die Linie und die Linie, wo er angreifen kann. Das heißt, und wenn du was machst, musst du nach Möglichkeiten alle Linien schützen. Das heißt, wenn du kommst, und die erste Linie, die ich prüfe, ist die. Und wenn du triffst und ich treffe auch, ist keine gute Lösung. Das wäre eine Scheißlösung. 1-1. In den Wettkampf, wo beide mehr oder weniger ihre gleiche Gewichtsklasse haben, kann das vielleicht eingesteckt werden. Aber wenn du kämpfst auf der Straße oder gegen einen größeren Gegner, keine gute Taktik. Deswegen ist unsere erste Bewegung, sagen für sich, das und das. Und einen Schritt nach vorne. Und rein. Genau. Nein, mit dem Fuß. Okay. Und die Rotation steht daraus. Heb die Hacke an. Genau, dann bist du stabil. Guck mal, lass die Hacke unten. Merkst du, wie ein stabiler ist. Heb die Hacke an. Stabil. Genau, das ist. Und das ist eine stabile Position, das ist ein stabiler Schlag. Und dann gehe ich zurück und prüfe das. Genau. So. Und die Hand ist aber, also die schützende Hand ist oben außen und nicht am Kopf. Nicht am Kopf. Okay. Nicht hier berühren. Das kannst du mit Handschuh machen. Aber wenn du keinen Handschuh an hast und zu nah bist, das ist nicht so gut. Warum? Weil es hat nicht nur mit Wehtun zu tun. Es hat nicht nur mit Wehtun zu tun, sondern es heißt damit zu tun, wie du dich verteidigst. Das heißt, wenn ich bei Mitchell schlage und ich treffe ihn hier und bin gewohnt, nur die Hand hier hinzuziehen und er schlägt, guck mal, mit der Hand.
Ja, Sifu, ich habe die Hand hier oben, hat mich trotzdem getroffen, ja. Weil es hat nichts damit zu tun, wo die Position hat, sondern dass, wenn du machst, diese Linie einnimmst. Ja, ich mache das. Ja, dann treffe ich die trotzdem. Ja, Das Blick. genau. Ich mache Deine Grenze nicht zu ist. genau, ich mache diese Grenze zu und dann nehme ich auf dieser Linie die Hand zurück. Ist die am Kopf? Nee. Nee. Wenn das, dann ist der Schlag drin. Naja, okay. Okay. Euer Partner, nicht euer Gegner. Er sagt, du musst diese beiden Linien schützen. Komm nach vorne. Ziehen oder? Nein, das Problem ist, du musst dasselbe machen wie vorher. Ja. Ja, pass mal auf. Du musst Rotation, die geht raus und die kommt schön gerade vor und im letzten Moment dreht sie. Der Schritt kommt immer noch gleich und der Hacke ist immer noch oben. Ja, das ist das. Dann hast du beide Linien geschützt. Dann gehst du zurück, bist du hier, hast du beide Linien geschützt. Dann geh ich hier, hast du beide Linien geschützt. Das ist eure Übung jetzt. Beide Linien schützen, nicht nur eine Linie schützen. Ich nicht sowas machen kann. Deswegen muss diese Hand zuerst ganz eng und im letzten Moment dreht sie. Ach so. Wenn du zu früh anhebst, Sieht das? das ist eine Möglichkeit. Das Problem ist auch, dass der Gegner hier ist. Später. Und dann? Will ich unbedingt ringen mit ihm? Wenn mich das interessiert, okay. Wenn nicht, ist es nicht so eine gute Idee. Okay? Ja. Also das heißt, wie verteidigst du? Guck mal, immer. Jetzt pass mal auf. Stell dir vor, du hast getroffen. Selbst wenn du getroffen hast. Ja. Und der Typ ist nicht K.O. Ja. Kommt. Der kommt hier an. Mach mal. Ja. Ja. Kommt immer noch rein. Merkst du? Nochmal. Kommt immer noch rein. Nochmal. Es geht um die Bewegung, nicht um die Endposition. Nochmal, gib mal. Stopp. Kurz. Du gehst nicht zuerst zurück und versuchst irgendwo eine Position aufzunehmen. Ah, du holst ihn. Du nimmst dir diese Linie ein und dann ziehst du zurück. Merkst du, was passiert? Ma. Die Inside Position. Ja, genau. Okay, das heißt, ich mache hier. Komm mit der anderen Faust vor. Anderen Schritt. Okay. Nochmal, wir fangen an. Guck mal, wenn du den Schritt vorne hast, du hast geschlagen, ich bin hier, musst du trotzdem diese Linie einnehmen. Ja, okay, jetzt check ich. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber Und dann so. genau. Verstehst du? Technik. Auch ihr alle könnt zugucken. Die Bewegung ist generell für alles zuständig. Egal, ob dich einer festhält oder ob dich einer schlägt. Wir dürfen nicht von beiden, weil du wirst nicht wissen, was er macht. Que lo intente, ¿no? Estoy agarrando fuerte, ¿eh? Okay. So, wenn ich so mache, wo geht meine Energie hin? Nach da. Ich bringe zuerst die Energie nach vorne diagonal. Merkst du, was ist passiert? Ich habe ihn praktisch von der Flanke aus angegriffen. Und dann, wenn ich da bin und ich es nicht schaffe, drücke ich hier weiter, die zieht weiter zurück und ich gehe weg. Und das ist dieselbe Bewegung wie da. Und das generiert unheimlich viel Power. Guck mal, meine Kraft kommt nicht. Ich habe extra geschoben, nicht geschlagen, aber das ist die Schlag. Ihr müsst euch vorstellen, diese Hand, die ihr hier habt, hast du wie beim Kugelstoßen eine schwere Kugel da. Und die musst du nach vorne stoßen. Und die stößt du nach vorne mit dem ganzen. Genau. Und diese andere positioniert sich für eine Verteidigung. Boom.
Boom, genau. Und jetzt anders verstanden. Und das wenden wir nachher an gegen Greifen, gegen alles. Aber zuerst muss man diese Grundbewegung reinkriegen, weil wenn man die nicht reinkriegt, fängt an überall zu haken. Verstehst du? Deswegen lasse ich euch die als erste Übung machen. Anfänger wie Fortgeschrittene. Weil wenn du einen BJJ machst, oder egal welchen Stil, du machst Hüftscape mit Weißgurt und machst Hüftscape mit Schwarzgurt genauso, oder? Oder machst du Hüftscape nicht mehr? Trainierst du nicht mehr. Okay, das ist nun mal so. Bei mir ist dieses die Grundbewegung. Diese Rotation. Eine Hand und die zieht zurück. Bam! Bam! Und jetzt sieht schon anders aus. Mein Set ist anders. Ne? Okay? Und das ist eure Übung immer noch. Und nicht die Ellenbogen anheben, sondern schön. Und wenn es nicht mehr geht, weil er zu kräftig ist, dann drücke ich weiter in die Richtung und gehe nach hinten weg. Aber die Rotation wird zu Ende gebracht. Genau. Nach vorne, weil Platz ist, oder nach hinten, weil kein Platz nach vorne ist. Okay? Und deswegen sind beide Linien. Er muss diese Linie schützen und er muss diese Linie schützen. Einmal in die richtige Richtung. Drück da. Keine Angst. Ja. Bin nicht aus Zucker, wie ich immer sage. Okay? Ich selbst. Denk, du hast einen Stein hier in der Hand. Den willst du ganz weit weg werfen. Okay. Mach das so als Hand. Einfach so. Boom. Okay. Nicht als Faust, weil für dich ist das unnatürlich. Aber als ob du einen Stein in die Hand nimmst und willst ihn wegwerfen. Und wirklich die ganze Energie aus der... Nochmal, so. Bis hier. Nochmal. Boom. Okay. Boom. Und nochmal. Boom. Merkst du, jetzt fühlt sich der Boden nicht mehr so bequem. Jawohl, jetzt sieht das ganz anders aus. Fühlt sich auch anders an, ne? Fühlt sich auch anders, ja, ja.